Hi, Anja hier für tabletblog.de. Heute mit einem Unboxing-Video vom Lenovo Tab P11, das jetzt in Deutschland verfügbar ist und die günstigere Version des Lenovo Tab P11 Pro ist. Legen wir los. Gut, beginnen wir das Unboxing vom Lenovo Tab P11. Das ist jetzt in Deutschland verfügbar und kostet ab 249 € ohne Zubehör. Wenn ihr möchtet, könnt ihr auch eine Tastatur dazu bekommen und einen Stift. Ich habe den Stift dafür bereits, der kostet so um die 60 €. Gut, beginnen wir mit dem Unboxing und in der Verpackung haben wir erstmal das Tablet selber. Macht einen ganz ordentlichen Eindruck, aber ich kann schon jetzt sagen, es fühlt sich nicht ganz so hochwertig an wie das Lenovo Tab P11 Pro. Dann haben wir ein SD-Karten-Eject-Tool und wenn ihr die LTE-Version habt, könnt ihr damit sicherlich auch die SIM-Karte auswechseln. Noch dabei ist eine Anleitung, eine ziemlich dicke. Und dann haben wir ein ganz normales USB-A zu USB-C-Kabel sowie ein Netzteil. Gut, dann kommen wir doch zu dem Stift. Das ist der Lenovo Precision Pen 2. Der funktioniert mit dem Lenovo Tab P11 und auch mit dem P11 Pro. Und hier in der Verpackung haben wir erstmal eine Ersatzspitze. Die könnt ihr also auswechseln. Und dann haben wir auch hier eine Anleitung sowie eine Hülle. Die kann man irgendwie an eine weitere Hülle kleben oder so, das muss ich mir nochmal genauer anschauen. Und dann haben wir auf jeden Fall den Stift selber, der auch da drin ist und der scheint aus Metall gebaut zu sein und macht einen recht wertigen Eindruck. Wie üblich sind, seit ich die ersten Aufnahmen gemacht habe, bereits mehrere Stunden vergangen. Ich habe bereits Benchmarks laufen lassen, Spiele gespielt, bisschen YouTube geschaut, Netflix geschaut und ein bisschen im Internet gesurft, damit ich euch so ein bisschen mehr über das Tablet hier sagen kann. Gut, erstmal kommen wir zum Design des Lenovo Tab P11 und das sieht recht schick aus, wie ich finde. Es ähnelte sehr dem Lenovo Tab P11 Pro, allerdings fühlt es sich nicht ganz so hochwertig an. Es ist solide gebaut, aber es macht eben keinen ganz so hochwertigen Eindruck. Das liegt hauptsächlich an diesem Übergang hier vom Display zum Gehäuse. Das ist nicht ganz so elegant verarbeitet, wie es beim Pro ist. Aber das ist bei einem recht hohen Preisunterschied auch zu erwarten. Das Pro kostet mindestens das Doppelte. Also wir haben ja ein 11 Zoll großes Display, das ist ein LCD, den schauen wir uns später nochmal im Detail an. Über dem Display haben wir dann eine Webcam und die hat eine Auflösung von 8 Megapixel und dank dieser Webcam könnt ihr das Tablet auch per Gesichtserkennung entsperren. Einen Fingerabdruckscanner gibt es nicht. Ich demonstriere mal kurz die Gesichtserkennung. Na, es funktioniert okay. Ist natürlich nicht ganz so sicher wie beispielsweise Apples Face ID oder auch Microsofts Windows Hello bei den Surface Tablets, denn wir haben hier wirklich nur die Kamera und keinen Infrarotsensor oder so, der bei der Gesichtserkennung unterstützt. Wir haben hier keine physischen Buttons um das Display herum. Dann kommen wir aber mal zur Seite und da haben wir dann den Einschaltknopf. Dann haben wir hier zwei Lautsprecher. Auf der anderen Seite haben wir nochmal zwei Lautsprecher. Insgesamt sind es also 4 Lautsprecher und ich finde die Soundqualität für ein Tablet dieser Preisklasse, wie gesagt ab 250 € für ziemlich gut. Wir haben dann hier einen USB-C 2.0 Anschluss. Das heißt, wir können vieles Zubehör anschließen, allerdings keine externen Monitore. Unten haben wir dann einen Anschluss für einen Dock oder für ein Tastaturcover. Das kann man auch dazu kaufen, allerdings ist das noch nicht auf Lager. Ich habe bereits ein Tastaturcover bestellt, aber es wurde noch nicht verschickt. Hier oben haben wir dann eine Lautstärkewippe, also 2 separate Buttons. Für die Lautstärke ist genau genommen keine Wippe. Und dann haben wir hier einen Micro-SD-Karten-Slot. Es gibt auch eine LTE-Version, allerdings habe ich nur die Version mit WLAN, also das hier ist nur der SD-Karten-Slot. Ihr habt schon gesehen, es gibt hier keinen Anschluss für ein Headset oder so. Also kein Kopfhöreranschluss. Ihr müsst das also entweder über Bluetooth oder über den USB-C-Port tun, wenn ihr den Kopfhörer anschließen möchtet. Auf der Rückseite haben wir dann noch eine 13 Megapixel Kamera mit einem LED-Blitz. Und das Gehäuse besteht teilweise aus Metall und teilweise aus Kunststoff. Hier die Rückseite hier, das scheint Metall zu sein, macht einen guten Eindruck. Hier oben haben wir dann Kunststoff und der Übergang vom Display zum Gehäuse hier, das scheint auch das ist eindeutig Kunststoff. Also eine Mischung aus Kunststoff und Metall. Es scheint solide gebaut zu sein, aber nochmal, es fühlt sich eben nicht ganz so hochwertig an wie das Pro-Modell, aber das ist ja auch klar. Es ist 7,5 mm dünn und bringt 490 Gramm auf die Waage.
Gut, kommen wir zum Display des Lenovo Tab P11 und das hier ist ein 11 Zoll großes Display. Das Pro hat ein 10,5 Zoll Display, das hier sind genau 11 Zoll, es ist also ein klein bisschen kleiner. Und wir haben hier ein LCD IPS Panel mit einer Auflösung von 2000 x 1200 Pixel. Die Farben sind also nicht ganz so gesättigt wie beim Pro-Modell, aber trotzdem gefällt mir das Display hier ein bisschen besser, denn das Pro hat so ein Pen-Teil-Display und da sehen Texte und so nicht ganz so scharf aus. Tatsächlich sieht das hier, obwohl die Auflösung geringer ist, ein bisschen schärfer aus. Also ich finde Full HD, und das ist quasi 2000 x 1200 ist quasi Full HD, finde ich auf dieser Größe immer für ausreichend. Und ja, Texte und so schauen eben scharf genug aus. Wie gesagt, die Sättigung ist natürlich nicht ganz so hoch wie beim OLED-Display, aber die Blickwinkel sind schön weit, die Helligkeit ist in Ordnung. Es ist eindeutig nicht das hellste Display auf dem Markt, aber ist in Ordnung, und ja, die Blickwinkel eben auch. Schön ist, dass man mit diesem Tablet Netflix mit Full HD-Auflösung schauen kann. Das klingt logisch, dass das gehen sollte, aber tatsächlich war das bei den meisten Lenovo-Tablets innerhalb der letzten Jahre nicht der Fall. Dort konnte man Netflix nicht mit HD schauen, aber jetzt geht das. Und dank der 4 Lautsprecher und dem soliden 11 Zoll Display, denke ich, ist das hier ein ziemlich ordentliches Netflix-Tablet. Das ist echt schön, dass Lenovo das jetzt ermöglicht. Und dann kommen wir doch zum Lenovo Precision Pen 2. Das ist der aktive Stift, der mit dem Lenovo Tab P11 funktioniert. Wie gesagt, den müsst ihr separat kaufen und der kostet rund 60 Euro. Das ist ein druckempfindlicher Stift, das heißt, wenn ihr etwas stärker aufdrückt, dann erkennt der Stift, dass ihr stärker aufdrückt und es wird beispielsweise eine dickere Linie gezeichnet. Dann gibt es 2 Buttons, die man zumindest bisher nicht konfigurieren kann, sondern mit denen kann man entweder zum Homescreen gelangen, wenn man dann darauf tippt, oder aber so eine Leiste hier hervorziehen, die zeige ich euch hier mit eben Shortcuts. Aber so spannend sind die Buttons bisher nicht. Vielleicht muss ich aber auch noch eine Einstellung dafür finden. Der Stift besteht größtenteils aus Metall oder aus Aluminium. Auf jeden Fall macht er einen recht wertigen Eindruck. Er fühlt sich sogar hochwertiger an als der S-Pen für das Galaxy Tab S7. Dieser hier muss aber aufgeladen werden, der Stift, und das tut man über einen USB-C-Anschluss, der sich hinter so ein bisschen Kunststoff hier verbirgt, und dort ist dann der USB-C-Anschluss, und so ladet ihr den Stift auf. Bei dem Stift ist so eine Hülle dabei und man kann hier so einen Klebestreifen abmachen und dann kann man die Hülle wohl irgendwie irgendwo rankleben. Das habe ich jetzt noch nicht gemacht. Mal schauen, wie ich das für meinen finalen Test machen werde. Ich hoffe noch, dass ich die Tastatur recht bald bekomme, denn bestellt ist sie schon. Ich habe mit dem Stift schon so ein bisschen geschrieben und so ein bisschen gemalt und das funktioniert ganz ordentlich. Man kann ganz ordentlich damit handschriftlich schreiben oder so ein bisschen was zeichnen. Auf jeden Fall deutlich besser als bei Tablets, die nur mit kapazitiven Stiften funktionieren. Also es ist wirklich deutlich besser. Mir ist aber aufgefallen, dass der Stift hier nicht ganz so präzise ist wie der S-Pen fürs Galaxy Tab S7. Natürlich ist das auch ein deutlich teureres Tablet, aber trotzdem ist mir aufgefallen, dass meine Handschrift damit nicht ganz so sauber ausschaut. Der Handballen wird die meiste Zeit ignoriert, allerdings ist auch mir hier ein paar Mal aufgefallen, dass dann doch ein paar Striche dort erschienen sind, wo mein Handballen war. Also der Stift ist in Ordnung, ist gut, aber als sehr gut kann ich ihn noch nicht bezeichnen. Allerdings muss ich ihn natürlich auch weiter testen. Ich habe nur wirklich so ein bisschen damit geschrieben und noch nicht sehr viel. Ich habe auch noch nichts in den Einstellungen oder so konfiguriert. Im Lenovo Tab P11 sitzt ein Qualcomm Snapdragon 662 Prozessor. Das ist der gleiche Prozessor, den wir vom Samsung Galaxy Tab A7 kennen, das ein bisschen günstigeres Tablet ist. Dazu gibt es 4 bis 6 GB RAM und ein 64 bis 128 GB interner Speicher. Ich habe die Version mit 64 GB und dort sind ab Werk bereits 20 GB vom System belegt. Optional könnt ihr es mit LTE bekommen. Mein Geekbench 5 Benchmark-Vergleich ist richtig interessant, denn die Ergebnisse ähneln sehr dem Samsung Galaxy Tab A7. Kein Wunder, denn der Prozessor ist ja der gleiche. Es kann natürlich sein, dass ihr vor allem mit der 6 GB RAM-Version dann eine bisschen bessere Performance zumindest real erreicht. In den Benchmarks wird man vermutlich keine großen Unterschiede sehen. Interessant ist, dass die Grafikleistung des Samsung Galaxy Tab S6 Lite ein gutes Stück, also sehr viel sogar, besser ist als beim Lenovo Tab P11. Nun, das Galaxy Tab S6 Lite kostet auch deutlich mehr. Rechnet man allerdings den Stift mit ein, dann sind sie sich preislich sehr ähnlich.
Ich habe bereits Call of Duty gespielt und das läuft sehr flüssig, recht ordentlich. Die Grafik sieht allerdings nicht ganz so gut aus wie bei hochwertigeren Tablets und das haben die Benchmarks ja auch gezeigt. Ihr werdet hiermit so ziemlich jedes Spiel, zumindest fast jedes Spiel spielen können, aber auf keinen Fall mit höchster Grafik, sondern nur mit mittlerer bis niedriger Grafik. Das hängt dann natürlich vom Spiel ab. Aber ja, einfache Spiele und so werden natürlich hier drauf ganz ordentlich laufen und ihr seht ja, Call of Duty läuft auch, aber schaut eben nicht ganz so gut aus wie auf hochwertigen Tablets. Und dann kommen wir zur Software. Auf dem Lenovo Tab P11 läuft Android 10 und das können wir uns in den Einstellungen hier ganz schnell anschauen. Hier haben wir über das Tablet und hier Android 10 und ja, es ist Android 10, das ist schön. Ich weiß natürlich nicht, ob Lenovo für dieses Tablet ein Update auf Android 11 oder so herausbringen wird, aber oft bringen sie ein Update heraus und ich denke, in dieser Preisklasse dürfte es auch ein Update auf Android 11 bekommen. Aber ja, ganz so gut wie Samsung, wie Apple oder wie Microsoft ist Lenovo mit Updates in der Regel nicht, in der Vergangenheit zumindest nicht. Das kann sich natürlich noch ändern. Sehr schön finde ich aber immer bei Lenovo, dass wir nahezu reines Android bekommen. Es gibt ein paar Anpassungen, aber wirklich nicht viel. Es ist quasi reines Android. Und die vorinstallierten Apps sind meistens nur die Apps von Google. Es gibt einige Ausnahmen. Amazon Music ist dabei, Netflix ist dabei und Microsoft Office ist dabei. Und auch Squid, das ist eine Notizen-App, sowie Bamboo Paper, das ist auch eine Mal-App oder eine Notizen-App. Und dann haben wir eben recht viele Apps von Google, die dabei sind. Unter anderem ist hier der Google Kids Space vorinstalliert. Wenn ihr das Tablet eben euren Kindern geben möchtet oder nur für eure Kinder haben möchtet, dann könnt ihr eben den Kids Space hier benutzen. Es gibt noch ein paar besondere Features, die Lenovo hier beim Tab P11 eingebaut hat. Einmal ist es dieser Smart Assistant, ich denke, so nennen sie das. Damit kann man schnell Screenshots erstellen, den Bildschirm aufnehmen und so weiter. Am spannendsten ist aber der Produktivitätsmodus. Ich denke, der heißt Arbeitsmodus in Deutsch. Und wenn ihr darauf tippt, dann wird er eingeschaltet und dann verwandelt Android sich so ein bisschen in ein Desktop-Betriebssystem. Nicht ganz so stark wie bei Samsung, dem Desktop-Modus, oder auch bei Huawei, aber so ein bisschen. Wir bekommen hier unten diese 3 typischen Buttons und ihr könnt so eben einfacher das Tablet mit Maus und Tastatur bedienen. Am spannendsten ist es natürlich, wenn ihr das Tastaturcover dazu habt, aber der funktioniert auch mit einer externen Tastatur, mit einer anderen Tastatur oder eben auch mit einer normalen Maus, wie ihr es hier seht. So könnt ihr es natürlich auch bedienen. Ja, das hier ist erstmal nur ein Unboxing und erster Eindruck vom Lenovo Tab P11. Ich muss das Tablet jetzt richtig testen. Ist wirklich wichtig, dass hier ist kein Test. Ich muss es jetzt erst richtig testen. Ist wirklich nur ein erster Eindruck. Wenn ihr den finalen Test sehen wollt, dann abonniert doch diesen YouTube-Kanal. Mein erster Eindruck ist aber recht gut. Es ist nicht herausragend. Der Stift, den muss ich mir noch vor allem im Vergleich mit dem S-Pen genauer anschauen, denn es gibt mit dem Samsung Galaxy Tab S6 Lite einen durchaus starken Konkurrenten und natürlich auch mit dem Apple iPad 8, das allerdings ein gutes Stück dann mit Stift teurer ist. Aber das Display, das 11 Zoll große Display hier, gefällt mir recht gut. Schön finde ich, dass wir 4 Lautsprecher bekommen. Schade finde ich, dass der Kopfhöreranschluss fehlt, aber gut, das ist leider bei immer mehr Tablets so. Aber sonst macht es hier einen recht soliden Eindruck. Die Leistung ist okay und die Software mit Android 10 auch recht aktuell. Natürlich wäre Android 11 besser, allerdings ist noch kein Tablet bisher mit Android 11 erschienen. Ja, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, dann schreibt mir auf jeden Fall in die Kommentare und dann werde ich die gegebenenfalls in meinen finalen Test vom Lenovo Tab P11 einfließen lassen. Gut, das war mein Unboxing vom Lenovo Tab P11. Abonniert diesen YouTube-Kanal, denn ich werde das Tablet die nächsten Wochen lang noch mit vielen anderen Tablets vergleichen, unter anderem natürlich mit dem Tab P11 Pro und dem Samsung Galaxy Tab S6 Lite. Ich bin Andrzej für tabletblog.de. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.